Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Danganronpa Version 3 Killing Harmony. Ihr 93 Duo, ja, am Ende des letzten Teils, da hatte ich ja das dritte Kapitel begonnen. Das war eine lange Ausgabe gegeben. Aber ich wollte auch wirklich aber nicht so hängen lassen, ja. Weil ich weiß immer, für sie vergehen ein paar Tage. Für mich vergehen ein paar Tage, je nachdem, wie lange ich da nichts aufnehme. Und daher wollte ich einfach wissen, was ist als nichts passiert. Und was war als nichts passiert? Wir haben wieder, weil wir das Class Trial überlebt haben, ein paar Belohnungen bekommen, damit wir hier zusätzliche Bereiche öffnen können. Der Monodem hat anscheinend jetzt hier zusammen mit dem Monotaro und der Monodaphne hier die Kontrolle übernommen. Der Monokuma, der ist es hier, der hat vor Schock hier die Haare verloren. I'm not going to bother. Und der Kokichi hat hier offenbart, dass die Maki nicht die Ultimate Child Caregiverin ist, sondern die Ultimate Assassin. Und apropos Kokichi, ich habe mir überlegt, ich werde seine Stimme ändern. Ich habe es immer wieder gemerkt, wenn ich länger was aufnehme und seine Stimme spreche, und da gehe ich ja in dieses Räuspern, ne? Genau wie beim Bono-Kid, das ist mir so in den Hals gegangen, ja, also ich habe mir schon überlegt, wie ich die Stimme stattdessen mache, also was ich auf jeden Fall beibehalte, ist dieser nervige Unterton. Ansonsten nochmal zur Wiederholung. Das letzte Class Trial ist beendet worden. Wir haben herausgefunden, der Ryoma wurde von der Kurumi getötet, die in Wahrheit die Premierministerin war. Und ich habe da mich auch schlau gemacht. Anscheinend Premierministerin ist von der Macht her oder der Kontrolle her sehr ähnlich wie der Präsident. Also sie kann halt hier Entscheidungen treffen über das Government und über die Bevölkerung. Und sie wollte halt ihr Volk schützen und hat ihn deshalb getötet, um entkommen zu können. Wir haben es ja auffliegen lassen, sie wollte trotzdem fliehen, wurde bestraft von Monokuma und nun ist sie leider auch tot. Und ja, ich bin aber froh, dass es nicht der Kaido gewesen ist, ja. Und den Monosuke hat es ebenfalls erwischt. Der Monodem hat wohl gemerkt, oh, wer mir hier in die Quere kommt, der wird hier ausgelöscht. Gut, Kaido, du wolltest ja hier auf die Magie aufpassen, richtig? So war das doch. Alice is to you again. Do a good job, alright? Well, I don't mind, but... You don't mind? But what? No, it's just that when we're talking about Maki, you looked really upset. Well, yeah, I can't believe she's an assassin. I can't believe it either. She doesn't seem like she could be some terrifying assassin, wirklich. Okay, wenn ich jetzt in dieser Konversation wäre und ich hätte die Maki schon ein bisschen hier gesehen, dann würde ich Ihnen sagen, das stimmt nicht. Die Art und Weise, wie sie redet, wie sie sie ist eine Heimlichtuerin. Und dass sie sogar den Gonta mit einem Blick alleine einschüchtern konnte, das zeigt doch, dass die hier gewisse Eigenschaften hat, um eine Assassinin zu sein. Terrifying, hä? Also, well, leave Maki to me. I'll take down that mask of hers. Der Punkt ist ja der... Wenn sie die Assassinin ist, das heißt, ihr ultimatives Talent ist es, andere lautlos und geheim und ohne entdeckt zu werden, zu töten. Wieso hat sie das bisher noch nie gemacht? Ich meine, sie hat hier so, also es würde erklären, warum sie niemanden in ihr Labor lassen wollte, weil guckt euch hier die ganzen Waffen an. There are a lot of different weapons here. Maki knows how to handle all of these. Was ist da drüben? Black Case, wahrscheinlich für die Körper. What is this? There are 3 black cases lined up. Do they all have weapons inside? So. Dich sollen wir einfach stehen lassen. Alles klar. Also ich habe verschiedene Gegenstände und einer davon, weiß ich schon mal gehört, hat mit dieser Ninja-Statue zu tun im Garten. Ich glaube, es gab da noch andere 2 und da kann ich im Grunde ja auf der Karte gucken, wo hier sind. Wer steht da draußen? Ah! Angie! So lautlos hier stehst du im Gange. Was ist los? If a new area opens up, that means more fun for everyone. Arthur and I will cooperate so everyone can have a super fun school life. Arthur sees everything, even what everyone truly desires. What everyone truly desires? That's right. Arthur is always watching over me. Nahahaha, that's Arthur for ya. He's so divine. Yeah. I feel like Angel is getting more and more creepy. Creepy würde ich jetzt sagen, würde ich nicht sagen, ist das richtige Wort, sondern sie tut sich immer mehr und mehr dem Arthur hier hingeben und egal was passiert, ja, der Arthur hat hier seine Finger im Spiel, hä?
Every part of every human being, even their ugly sides, is beautiful. There's no limit to beauty. Kirumi, she too, had her own exceptional beauty. Her crime that was bold yet calculated, a battle against the truth, brutally killing others for her beliefs, unfeelingly sacrificing the few for the many. And her attachment to life and determination to live. Her attempt to escape was so very ugly. It was pathetic, pitiful, wretched. But it was beautiful. I had never before seen such beauty in a human being before. I have no idea what Kyo is talking about. But in my own way, I also have Kirumis last moments burned into my mind. Ich glaube, er möchte damit sagen, dass er findet, jeder sieht ja Schönheit in etwas anderem. In Bildern, in Blumen, was auch immer. Und bei Blumen ist es ja oft auch eben, man sagt ja, die sind so schön, weil sie vergänglich sind. Und er findet halt Schönheit in grotesken Sachen, was im Grunde ja das Gegenteil ist. Too much is happening all at once. It's just too much for me. Ryuma's case was a shock, but then to find out Kirumi ran the country and Maki's an assassin. An average citizen like me can't keep up. I'm not sure the ultimate cosplayer can be considered average. But I'm glad I'm an average citizen. If I ever had a reason to live as strong as Kirumi's, or if I ever lost everything important to me like Ryoma did, if anything like that happened, I probably would have just cowered in a corner somewhere, putting aside whether what Kirumi or Ryoma did was right or wrong. I think it's amazing they were even able to do anything at all. For people like them to die in this place, it's just not fair. Es könnte ja sein, dass wir jetzt, wenn wir diese Geheimräume untersuchen, dass wir wieder ein Flashback-Light finden und vielleicht etwas mehr über die Ultimate Hunter erfahren oder halt über unsere Vergangenheit, wie wir hierher gekommen sind. Daher ihre Aussage, sie sind an diesem Ort gestorben. Ja, aber was ist jetzt dieser Ort genau? Wofür sind wir hier? Soll das eine Art Auswahlverfahren sein, wer die Besten sind und die dürfen dann überleben? Hat es damit zu tun mit, es gab zu viele Ultimate Talents und deshalb sollte die Zahl reduziert werden? Haben sie uns als Gefahr gesehen? Was ist es? Gonta? What's wrong? Oh, sorry. Gonta think he see bug. Yeah, you've said that before. Is it a bug that you can barely see? Yeah, Gonta feel like he can see it sometimes. But Gonta can barely see it. It's probably a mistake. Cause Gonta wish there were bugs here. So Gonta just mistake dust for them. Is that really the case? Would Gonta make that mistake more than once? Anyway, if you find dangerous area, come get Gonta. Gonta will protect you. I know he means well, but I'm hesitant to ask him to be a shield. Ich habe das Gefühl, also wenn es am Ende welche gibt, die mit uns überleben und wir können hier wirklich entkommen, dann wird Gonta einer von denjenigen sein, weil er halt so stark ist. Er ist nicht der, ich gebe so, er ist vielleicht nicht der hellste in der Birne, aber er hat ein großes Herz. Und seine Augen hat er auch immer auf mich gerichtet. Oh. Aber er hat auch die Muskelkraft, ja. Das ist auf jeden Fall klar. Er sieht also kleine Käfer. Wir haben uns ja immer noch nicht dieses Graffiti angeschaut, was er mal entdeckt hat. Oh gut, Kokichi ist da, dann könnte ich meine neue Stimme ausprobieren für ihn. Könnte es sein, dass es sowas vielleicht wie ein Nanobot ist, also ein mini kleiner Roboter? Würde sogar Sinn machen, da wir hier mit Robotern zu tun haben. So, wie will ich die Stimme machen? Also ich will immer noch dieses Haha, dieses Nervige machen. Nee. Ich glaube, ich würde so in diese Richtung gehen. Ja. Ohne halt dann dieses Räuspern, ne? Have you finally realized that everything I do... Muss reinkommen. Have you finally realized that everything I do for you guys? Didn't I do it for you? Didn't I do it for you? Because everything I do is for you, Krummy. Das ist so ein Meme, den ich aufgeschnappt habe. What do you mean? Well, I did risk my life to tell everyone that Marcus Sedan was murdered, didn't I? Speaking of which, I have no idea what she might be plotting right now. But we should join forces to stop her. I don't want another killing to happen. Ja, die Stimme ist gut. Es passt auch irgendwie ein bisschen mehr von dem... Es klingt jugendlicher.
Aha, also er hat sein Leben riskiert, uns zu sagen, dass Maki eine Assassinin ist. Ob das jetzt so gut war? Ich würde sogar kommen sehen, wenn die Maki ihn tötet und es dann so aussehen lassen wird, als hätte es jemand anderes getan, ja? Wäre ich jetzt geschockt, wenn wir jetzt auf einmal die Leiche vom Kokichi finden? Nicht so ganz. Also, ich würde wahrscheinlich sowas sagen wie, ich hab's kommen gesehen oder es wurde Zeit. So, vielleicht sollte ich gleich einfach die Karte nutzen. Kann aber auch mal gucken, wo hier die ganzen Leute sind. Da sind wir gewesen. Bitte was? Das sind Leute? Also stimmt, habe ich ja die ganzen Leute, die habe ich ja angetroffen. Moment, da soll was sein? Ach, die haben sich da versammelt, weil man da was mit dem Gegenstand machen kann? Wo genau? Oh, bin ich blöd, der große Schlüssel für die Türe. Wie konnte ich die dann übersehen, hier die Pixeltür? Ninja Scroll, Magic Key, natürlich. Dalalala, 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 dadadada. Und wo sind wir jetzt? Im Pixelland. Wo die Videospiele lebendig werden, oder was? The door collapsed. It looks like we can get to the back now. What, I wonder, is beyond here? Perhaps someone awaits us? You think? Merely a chest. Yes, this world is full of chests. A world full of chests. I suppose that's true. Chests sind doch sowas wie Scherze oder Streiche? A staircase. We can get to the 4th floor now. I wonder what the upper floors are like. There's nothing dangerous. Right? Or is there? Don't worry. Gonta will protect you no matter what. Thanks, Gonta. That's reassuring. A tuxedo and a mask would suit you. Tuxedos essential for gentlemen, but masks too? Die redet hier von Sailor Moon. I should go. Hey, warum? Weil du nicht mitreden kannst? Ich kann das, also lass mich mithören. Wir werden wahrscheinlich auf weitere... The frightening atmosphere was so oppressive, I let out a shout without realizing it. Soll es hier vielleicht weitere Labore geben? What is going on in here? Weiß ein Teil Uhr sein! So, this is a made-up story, but a brutal murder supposedly took place here. Please stop. If I hear any scary stories, I won't be able to go to the bathroom alone. Oh, but she said it made-up story, so that mean it okay, right? Da hat er was. So long, farewell. Das war aber ein kurzer Auftritt. Das heißt hier, sie haben sich hier eine Geschichte ausgedacht, dass hier ein Mord stattgefunden haben soll. Oh, stimmt ja, das Kapitel heißt ja A Transfer Student from Beyond the Grave oder so ähnlich, oder? Also ein Austauschstudent jenseits des Grabes. Also wenn jetzt so ein Charakter kommt in Form eines Geistes von einem ehemaligen Danganronpa-Spiel, dann mal gucken, ob ich die vielleicht erkenne oder ob wir vielleicht... Können wir hier vielleicht die Geister der Verstorbenen heraufbeschwören? Könnten wir vielleicht die Kaede wiedersehen? Hey, so I'm just checking, but this is a school, right? Yeah, at least that's what Monokuma said. This floor doesn't seem very schooly at all, so does it? I'm not sure what you mean by that. I mean, this floor's atmosphere is completely different. Like, it's a whole other building. Making a building like this must have taken a lot of money and work. And all the research labs are amazing. How much money was put into this school? And it was all built just for us. They did mention that the labs were so we could develop our talent. You researched your talent perfect. You researched your talent, perfected. That's kind of like a school, isn't it? Da sagt der Treat was Wahres. Also es ist eine Schule, damit wir unsere ultimativen Talente weiterentwickeln können. Aber gleichzeitig sollen wir uns auch gegenseitig ermorden, was wirklich für mich wie ein Auswahlverfahren hängt. Diejenigen, die ihr Talent am besten einsetzen können, die überleben bis zum Ende. Then Monokuma really wants this to be a school where ultimates gather? And yet, at the same time, they're trapping us here and making us kill each other. Yeah, doesn't make sense. We were brought here and then forced to do the killing game.
Oh, was ist, wenn das Killing Game so eine Art, wirklich wie eine TV-Show ist und das ist halt das Einkommen. Dadurch, dass die Leute sich das anschauen, hat er das ganze Geld, um das dann zu bauen. I don't understand at all. My plain mind has hit its limit. What on earth is this Academy for Gifted Juveniles? Wenn die hier ja reden von Jugendlichen, wie alt sind die? Also ich würde ja mal schätzen, mindestens 18? Damit sie nicht irgendwie sowas kommen mit, oh, die sind ja sind ja Minderjährige und dann sieht man ja manchmal auch sowas wie hier die Mio in Unterwäsche, hä? This area feel spooky. Counter scared too. It's okay. The murder story was just made up. But just story. Counter just have weird feeling. Maybe stain on that wall over there is blood. It's just a stain. It probably just staged, you know? Staged? Monokuma or the Monocaps probably just put it there to scare us. Really? So the script has been flipped, huh? Tsumugi, does this kind of stuff bother you? Well, it's not that I'm okay with it. It's just when it's so overdone like this, it makes it seem fake, so I feel okay. But Gonta, you were so reliable until just now. I guess it's too early for you to wear a tuxedo and mask. Huh? Oh no, but tuxedo's essential for gentlemen. Ach, die beiden sind schon was. Die sind schon eine Kombo. So. Oh, Mann. Das erinnert mich jetzt aber stark an Corpse Party. Mit diesen alten Räumen. Was ist das hier? Das ist nur ein Wallpaper. Oder soll zumindest sowas darstellen. Hier ist auch nichts. Was ist... This must be a door to an ultimate lab. I wonder whose lab this is. I should look inside. Ist es überhaupt offen? Ja. Ultimate Anthropologist Lab. Oh, das ist für den Kyo. It's almost like a museum or a library. It's huge and a little eerie. There are various objects stored in shelves and cases. Some of them seem very rare. It would appear this is my lab. The ultimate anthropologist's lab. It's so wonderful. My face contorts with glee. Sieht man kaum unter der Maske. Not even university labs are so well stocked. But who brought all this stuff here? I suppose there's no point thinking about it. Nothing in this place makes sense. This is truly amazing. Not even university labs are so well stacked. Having all this to myself gives me some complicated feelings, as I am a researcher. Kann ich nochmal mit was interagieren? Hä? Hundestatue? There's a large wooden dog statue on the pedestal. It looks pretty old. It has some kind of strange power to it. It makes me shiver just looking at it. That's... Oh, can it be? I never could have dreamed that this truly existed. Kyo, quivering with excitement, reached out to that peculiar dog statue and slowly removed the white fabric on the pedestal. Oh, there's even a cage! This is perfect! Perfect? For what? What does a statue and cage for? I never thought I would be able to touch the real thing in all my life. Today is a momentous day indeed. He's so focused that he's not even listening. Was ist das? Hä? Soll das eine Art Falle sein oder so? Der sagt nichts Neues. Vielleicht, wenn ich nochmal mit dem Hund rede? Also den Hund mir anschaue? There's a large wooden dog statue on the pedestal. It looks pretty old. It has some kind of strange power to it. It makes me shiver just looking at it. Everything in my life. Seems pretty focused. Okay. Natürlich. Na super. Jetzt bin ich natürlich... Exhibit Case. Jetzt bin ich hier neugierig. Was hat's mit dem Hund auf sich? There's something in this case. It's a golden katana. How beautiful. It's rusted in places but looks about a yard long and still sharp. Is that real gold? It's probably valuable. You were drawn to that katana. I see. However, it is merely coated with gold leaf. Ah, Blattgold. Das kenne ich auch. Ah, so it's not made of gold. That's sad.
that katana has immense anthropological value. In certain rural areas, katanas used to defeat generals in wars. Katanas used to defeat generals in wars are worshipped as gods. That is one such katana. It is an extremely precious relic necessary to spread. Wow. Also, das ist Kokichi. Wow, that's a super red katana. I wanna take a look-see. Kokichi suddenly popped up between us and grabbed the katana from the case. Wait, you mustn't touch it without... Don't worry, I'll be super careful with it. Would I lie to you? Kokichi completely ignored Kyo's warning and unsheathed the sword. Now this katana is the real deal. It's even gold-plated for that authentic look. I see. It could also be used as a murder weapon. Ja, jawohl, die Stimme, die ist leichter zu machen, aber passt zum Kokichi. Sehr schön. Kokichi, that is an extremely precious relic. Please do not treat it so lightly or I will tear out your nerves. Die Nerven will er ihm rausziehen. Okay, I get it. Please don't make such scary threats. Kokichi slid the sword back into its sheath and handed it back to Kyo. Ew, my hands are all sticky. The gold plating flakes off so easily. But I guess that's what makes it an authentic katana. Yes, it is very old, so the gold leaf comes off easily. In any event, please do not touch things without permission. These are all precious relics. Das ist schon mal ein Hinweis. Wenn jemand diese Waffe, dieses Schwert als Mordwaffe benutzen würde, hätte er an seiner Kleidung dieses Blattgold dranhängen. If you do so again, I will tear out your nerves. I get it. The scary threats are really unnecessary. So that's what Kyo sounds like when he gets angry. Die Stimme ist auch gut, um dieses Weinerliche zu machen. So, was haben wir hier drüben? Exhibit Case, Exhibit B. There's a book in the display case. The bookcases were full of books, but I imagine this one is special. This one looks like it was bound by hand. Can it truly be? Unlike his usual quiet self, Kyo shouted and ran over to me with an alarmed expression. With steady, careful hands, he took the book from its showcase. It is! How amazing! It's actually real! What is that book, Kyo? It is an extremely precious document. This book is a history of the fabled Cage Dog Village, said to have been destroyed long ago. The Cage Dog Village? Ach, hat die Statue auch was damit zu tun? The Cage Dog Village had a reputation for using many dark arts and spells. The village was destroyed at the hands of a feudal lord who feared their power. But one girl, the lone survivor, risked her life to write this book. Which means this is all her handwriting. This book is an extremely precious, one-of-a-kind relic that has been soaked in her bitter grudge. One of a kind that is valuable. On top of that, since this book has such a reputation, there are few copies. Since I was fortunate enough to obtain one of those copies, I have already memorized it. But I never thought I'd be able to lay eyes on the real one. What a trick of fate. Ah, Kyo, what did you mean by reputation? The rumor goes that the spells and dark arts inscribed in this book are extremely potent. They surpass the comprehension of people who live in a world of science and technology. That is why it was buried in the darkness, along with the entire Cage Dog Village. But it seems those were no mere rumors. I can feel power seeping out from this book. The deep-seated grudge of a girl whose village was destroyed permits every letter. This is getting weird. I think I should just end the conversation. Hier kann ja der Kyo richtig aufgehen. It feels as though the only thing I've learned is that I've learned nothing about this lab. Ja doch, dass hier nämlich ziemlich düstere Sachen drin sind. Ich dachte schon gerade, ist das Spiel gestockt? Nein, es ist nur verdammt still. By the way, Shuichi,
Would you like to lend your ear to the voices of the dead? The what? Huh? The Cage Dog Village documents contain many dark arts unique to that village. Of all of them, the one I find most interesting is a scene called The Caged Child. In fact, the wooden dog statue and iron cage over there are to be used in these very scenes. To discover it exists is surprising enough, but to actually have it before me. So, would you like to try? Let us converse with the dead using the caged child, shall we? Hatte ich sogar richtig gelegen? Können wir hier mit den Geistern der Verstorbenen kommunizieren? No thanks. I don't have any interest in the occult. Oh. Das sagt sie jetzt noch. No. You mustn't dismiss it as simply the occult. Some matters you refer to as the occult are of the utmost importance to anthropology. Dismissing things you don't understand as the occult is a defilement to all cultures, yes? Yes, but talking to the dead... Haven't you ever wanted to speak with the dead? Huh? Speak with the dead. If it were possible, I suppose I'd like to talk to her one more. No, I decline. Even if it were possible to speak with the dead, I don't have anything to say. Not yet. The only thing I'd want to say is, we escaped. We finally got out of here. The determination is beautiful. Perhaps you're correct. Calling on the dead out of curiosity would only be a blasphemy. One must call on them only at the appropriate time. Oh. I felt a shiver up my spine. Es wäre auch irgendwie, es würde ja auch ihre Ruhe stören, oder? Bookshelf. It's packed with books and scrolls. They're all weathered and old. I don't think I could read all of these if I had a million years. Und hier haben wir noch wieder den Ausgang. Door to hallway. Back door. Ja, na super, jetzt habe ich den Schluck auf. Ja. Ah, okay, das ist der eine Eingang zu seinem Labor und da hinten ist der andere Eingang. Gut. Was ist denn hier? Oh Mann, ich trau mich was. Komische Statuen. Was ist hier? Hanging scroll? What is this? It's like a hanging scroll, but it's blank. Wirklich? Oder ist da vielleicht nur was mit einer besonderen Art von Tinte geschrieben? Die sagen ja, das ist alles hier nur... Das ist ja künstlich. Ah! Das muss von Angel sein. Sie ist ja die Ultimate Artist. It's the door to an ultimate lab. From the look of it, I'd say it's for art. I should investigate a little. I grabbed the doorknob and turned it. Klick, klick. Hä? It's locked? Oh, wahrscheinlich ist das Labor noch nicht fertig. Kokichi! Yep, seems like it. I guess we can't go in. But why is it locked? The other ultimate labs weren't locked. Oh, by the way, this lab has some kinda rear entrance at the end of the hallway. But that was locked too. If both the doors are locked, how are we going to get inside? Don't give up just yet, cause I have a secret technique. Click. As if on cue, we heard the metallic click of a lock opening. And the door slowly opened. What? Mann! Könnt ihr mal aufhören, mich zu erschrecken? Ich bin so jumpy today. Das ist hier die Atmosphäre. Yaha! Can I help you? Angie? You were in here? I feel weird chatting out here, so let's all go inside already, okay? How pushy. Come in, please, come in! Ever polite, Angie invited us into the lab anyway. Ah, also ist es doch bereit, aber sie wollte nicht, dass wir reinkommen. An was für einem Werk arbeitest du denn, hä? There are various art and carving tools. Makes sense for the Ultimate Artist Lab. But why does this lab have logs? Naja, auch die anderen haben doch
Schlösser. Maki hat ja ihr auch zugeschlossen, oder? Atua has spoken. He says this classroom was probably made for me. What does that mean? Reisenschein sein! Yeah! I will answer that with my sexy, beautiful voice. Wait a second. We said I was gonna answer the question. No, we didn't. Is your memory getting worse, Monotaro? You promised. Cause I don't remember you not promising. That doesn't make any sense. So what? Just let me do it. If you don't, I'll stick my hand up my butt, then shove it in your mouth and rattle your molars around. Bitte was? Er will sich die Hand in seinem eigenen Hintern hochstecken und dann in ihren Mund und Herr Molars? Rattle your molars? Was sind die Molars? Die Mandeln? Kira, that's unsanitary. Memo. Oh, wait, Monodam. We weren't fighting. We were just messing around. You know, cause we're friends. It's fine, as long as you're getting along. So, what's up with the key? Oh yes, Angie's the kind of girl who can't focus on her art unless she's alone. I must shut out all people and noises so that I can be one with the great Atua. Nah, Atua is much too shy to be one with me in front of people. Wow, like a porn star. How? It's the opposite. So any room where I'm gonna make art needs to have a key, but I'm surprised the Monocups knew that. Huh? And these are all my favorite art supplies and sculpting tools too. How did you know? What should I say? I'm not a good improviser. Calm down, I'm even worse. We know everything about you bastards. Because we want to be your friends. I don't wanna be friends with you. I'm only interested in Monokuma. I don't wanna get friendly with knockoff products. Mimop. Why would you say that? Why do you hate me? I won't forgive anyone who refuses to get along with me. Now, Monodam. We haven't given them the key to this room, have we? Okay, here it is. But there's only one key, so don't lose it. It'd be bad if you lost it. You wouldn't be able to lock the door open from the outside. Ah, das wird wieder eine wichtige Info sein, hä? Mimop, let me see that key. Monodam swiped the key from Monofani, then lifted it to his mouth. Nom. Ah, he ate it! He swallowed it! Beep, beep, beep. Ah, he's flatlining. What are you doing? If you swallow that key, you'll definitely choke on it. Someone might use this key for murder. Because keys are mysterious. If something bad happens, it would be too late. I want everyone to get along. Oh, Monodam, you're so reckless. Let's carry Monodam away for now. We carry him like a kind boss taking care of a drunk employee. So long, farewell. Also hat jetzt den einzigen Schlüssel zu diesem Labor verschluckt. So, does that mean we can't get the key? What the hell? But I'm only gonna lock this door when I'm inside working, so I don't care if I can't open or close the door from the outside. Oh, I guess that's fine then. By the way, those guys said they know everything about us, right? That's probably why this lab fits Angie's tastes so well. So, does that mean this school was especially made for us? Monokuma has claimed that before, but is that really possible? This giant complex was built just for the 16 of us? It's a miraculous mystery that only Atua knows, but it doesn't matter. As long as it's comfortable, I'm fine. If our lives here become more enriched, then there's even less reason to leave this place. Haha, that's true. Are we supposed to be okay with that?
This door isn't the one we used to come in. This door is super crappy. I'm guessing this is the rear entrance. Aha. Rear entrance. Crappy. I get it. See? It's got a sliding lock just slapped on here. Ah, right. And the door that we used... Yeah, that door has a knob and a cylinder lock. The same classroom has two different kinds of locks for the doors. That's mildly infuriating. No, it's perfect that they're not the same. Symmetry is a Western beauty ideal. They like symmetry in the golden ratio and such. But I think as symmetry and partition functions are more beautiful. Well, I don't really get it, but I suppose it makes sense. Ich kann es sogar auch verstehen. Ich mag mehr, wenn etwas symmetrisch ist, aber manchmal ist Asymmetrie besser und schöner. Aber eigentlich wollte ich ja mit Angie reden. I see. There's an easel, brushes, and all kinds of art supplies here. Sculpting tools, chisels, and a wooden hammer. What a divine collection of tools. These are all my favorites, so I can make do even if I don't have access to deep sea. Now that you mention it, I don't see any completed pieces in here. I would expect an art room to have sculptures and replica paintings and things like that. I don't need references when Artua is the one who creates the art. From now on, this place will be filled with my collaborations with Artua. Solange es nicht tote Körper sind, da ist alles gut. Oh, look, Chi-Chi. This ceiling is pretty unique. Ah yeah, exposed beams. I wonder, is it supposed to be like this? Or did they just not finish it in time? Those cheap knockoffs are useless. Like the time they mixed up the cups pads. I don't care. This kinda bare ceiling doesn't bother me. Even Artua says it's more sensitive when the skin's peeled back. Skins peeled back? Ach, würde das vielleicht erklären, warum sie nur hier im Badeanzug unterwegs ist? Yeah, I don't care either. If it makes life here more interesting, then I'm fine with that. Should we be fine with that? So, kann ich noch mit was interagieren? Ja. Lump of wax. Ganz schön viel Wachs. What is this heap of stuff? It doesn't look like wood or stone. Oh, this is wax for making wax sculptures. A wax sculptures? Huh? You can make those, Angie? Unlike wood or stone, wax has a soft texture for sculpting. Oh, but Artua is the one who's gonna be doing the sculpting. Ah, I see. But it seems like people have been making wax sculptures for a long time. In ancient times, death masks used to be made from wax. A wax death mask. That's kinda scary. Mit Todesmasken meinen sie damit, I can't stay long, I still haven't found the flashback light. I have other places to check. Meinen die damit hier diese Masken, die man den Toten aufgesetzt hat, damit die einen natürlichen Gesichtsausdruck haben? This door isn't the one we used to come in. This door has a sliding lock. The door that we used has a cylinder lock inside the doorknob. The same classroom has two different kinds of locks for the doors. That's mildly infuriating. Aha. Would you like to leave? Ice. Gut, dann habe ich hier wohl alles untersucht, wenn er sagt, hey, gehen wir mal wieder zurück. Mal sehen, zwischendrin mal speichern, sicher ist sicher. Blim blam blum, wunderbar. Schauen wir mal auf die Karte, wo es weitergeht. Da war ich gewesen. Ah, hier. Da kann man was machen. Kann ich mich auch hin teleportieren? Nein, weil ich wahrscheinlich zu weit weg bin. Okay, dann hauen wir mal den Turbo rein hier. Weil dieser Raum, der ist mir so... Gut, dass ich noch nicht so viel gegessen habe, ansonsten würde mir vielleicht ein bisschen schlecht werden. So, ich gehe wieder. Ich empfehle mich.
Also ich meine, ich habe zwar einiges gesehen, mein Magen kann schon einiges aushalten, aber wenn ich halt... vielleicht ist sogar das Gegenteil. Wenn mein Magen eher leer ist, dann kann mir ein bisschen schlecht werden, wenn dann so viele Eindrücke sind. Okay, den goldenen Hammer, da wüsste ich jetzt nicht wo. Also gehe ich mal zu dem mehr offensichtlicheren, nämlich dieser Ninja-Statue. Also jeder Bereich öffnet neue Labore. Da ist ja die Frage... Moment, von wem haben wir jetzt das Labor noch nicht gesehen? Von den Leuten, die jetzt noch leben. Gehen wir da gerade mal durch. Haben wir meines schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Kaitos haben wir noch nicht. Seins haben wir gesehen. Seins haben wir noch nicht gesehen. Seins haben wir jetzt. Von Kibo haben wir noch nicht. Ihres haben wir. Ihres haben wir. Von der Tenko noch nicht. Von der Tsumugi noch nicht. Angis haben wir. Und Mio haben wir. Ja, dann sind ja noch ein paar offen. Ich glaube zumindest das vom Chuichi. Also ich kann mich erinnern, das von der Kaede haben wir gesehen. Aber nicht vom Detektiv. Wie komme ich jetzt hier nochmal runter? Ne, hier geht's hoch. Ich möchte runtergehen. Wo ist die Treppe? Wo es runtergeht? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Einmal hier durch. Jep. Jawohl. Genau, hier ist das Labor von der Kaede. Jetzt aber die Frage, ob wir da überhaupt reingehen können, ob wir da reingehen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt nicht reingehen wollen, weil das so viele Erinnerungen beherbergt. Habe ich eigentlich Level Up! Und das nur durchs Laufen. Haha, und ich habe auch Coins. Dann würde ich mal in den Store gehen und... I don't remember there being any mysterious objects here. Lock elsewhere. Gut, das kann ich wohl also nur machen, wenn die Freizeit ist. Ehrenrunde. Okay. Zumindest komme ich hier noch eher klar und weiß, wo es hingeht. Und da seid ihr schon wieder zusammen, hä? Oh, schön sauber gemacht. There are fewer plans than before. Maintenance must be progressing well. Nee, it's becoming more and more beautiful. Just like me. Really? Oh, you just made Himiko angry. Someone like you wouldn't know this, but this is Himiko when she's mad. No, I was just blushing. What? From your own compliment? Himiko, your expression doesn't change much, so it's hard to tell what you're feeling. Changing expressions is a pain. That's the only reason you don't do it? Wie faul kann man sein? Hey! Noch jemand hier in der Nähe? Einmal runter zu der Ninja-Statue. Okay, habt ihr noch was zu sagen? Shuichi, there's something I have to tell you. Something she has to tell me? What could it be? In the last trial I admitted there was a trick to the water tank, but I didn't use it. I did the underwater escape act with magic. That was magic. Got it? Yeah. She's still not gonna let that go, huh? But I'm filled with regret. Also, sie ist filled with regret. Regret? My shows are supposed to make people smile, but it was used for the exact opposite. Plus, if I hadn't used all my magic during the underwater escape, I could have instantly killed the piranhas and saved Ryoma's body. Himiko. It seems like, as a mage, I've still got ways to go. Also, sie fängt langsam an, mir ins Herz zu wachsen. Hat zwar eine sehr engstirnige Art wegen ihrer Magie, aber hey, sie ist eine Liebe. My spirit was weak last night. I meant it when I said that I was sick of the killing game. But I'm ashamed I've even dieses Wort kann ich nicht aussprechen. Suggested that we give up and stay here forever. We're gonna escape this place without resorting to killing. We can't give up. You're right, we can't give up. With Himiko by my side, I'll fight to carry on Kaede and Hiromi's wishes.
Oh, and I guess Rantaro and Iroma's vicious too. Might as well. Might as well. You should be grateful that I'm being nice and including the Gen vicious at all. Ja. Wie du meinst. So, Ninja Statue. Was werden wir benutzen? Den Ninja Scroll. Summoning Jutsu. Tenko, ich glaube, ich habe dein Labor gefunden. Ich habe so eine Ahnung. A building? What kind of technology makes a building suddenly appear? Ich sag doch, Summoning Jutsu. Yeah! It's not just any building, it's a dojo! So it doesn't matter how it appeared. Like, I wouldn't care if a chef came by car or train, as long as they made me good food. Is it really the same? So. Und was wir da für Labore drin finden, meine Damen und Herren, sehen wir in der nächsten Ausgabe von Danganronpa Version 3 Killing Harmony. Also ist schön, wir sehen hier neue Orte, können wir was Neues über die Charaktere lernen, aber genauso sind es halt neue Orte, wo ein Mord geschehen kann. Genauso wie ja jetzt beim letzten Mal, im letzten Kapitel, in der Schwimmhalle, die wir aufgeschlossen haben, der Mord. Also der Mord ist nicht dort stattgefunden, aber er wurde dazu genutzt. Und ja, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann sage ich 93 Euro. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.